wir warten auf die anderen beiden. Ach, da sind sie ja schon. Morgen. Morgen. Herzlich willkommen bei Lidl in Schöneberg. Mein Name ist Matthias Maciejewski. Ich bin 22 Jahre alt und bin im 3. Ausbildungslehrjahr als Kaufmann im Einzelhandel. Ich bin Isabel, bin ebenfalls 22 Jahre alt und bin im 3. Lehrjahr. Schichtbeginn für unsere Azubis. Es ist noch früh und schon das erste Plus. Die morgendliche Klamottenwahl ist ganz einfach. Das ist unsere Dienstkleidung. Die tragen wir zum Arbeiten. Das ist natürlich sehr praktisch, weil dann müssen wir nicht jeden Morgen überlegen, was wir anziehen sollen. Da wir halt im Verkauf arbeiten, ist halt schon ein äußeres Erscheinungsbild sehr wichtig. Das heißt, Piercings und Tattoos machen sich da einfach nicht gut. So, ich gehe jetzt zum Arbeiten. Ich ziehe mich um und komme danach. Bis gleich. Bis gleich. Morgen, ihr Lieben. So, der Tag sieht heute folgendermaßen aus. Vorher sehen die, Sie fangen mit Brot an. Frau Kunde, Herr Weimar, gehen alle frisch heran. Und ihr beide kümmert euch dann um Theke und um Fleisch. Okay? So, es ist jetzt 6 Uhr. Da wir um 8 öffnen, haben wir eine ganze Menge zu tun. Der eine muss Fleisch verräumen, der andere macht die Tiefkühlung. Und damit fangen wir jetzt an. Mein Lidl macht um 8 auf. Dann kommen die Mitarbeiter wohl um 5 vor. Großer Irrtum. Dann räumen wir jetzt Tico. Mal schauen, was wir jetzt alles drin haben. Bevor die ersten Kunden in den Laden kommen, geht hier richtig die Post ab. Hier wird geschafft, damit wir was auf den Tisch bekommen. Alles klar, Fisch. In den Filialen werden hauptsächlich 2 Berufe ausgebildet. Kaufleute im Einzelhandel, das dauert 3 Jahre, und Verkäufer. Deren Ausbildung ist 1 Jahr kürzer. Ja. Und Fleisch ist gerade gekommen. Dann machen wir gleich mit Frau Fiot, wenn Tico fertig ist, Frühstück. Alles klar. Alle Auszubildenden machen aber erst einmal die Ausbildung zum Verkäufer. Und dann, kommt natürlich auf die Noten an, den Kaufmann im Einzelhandel. Und dann steht einer Karriere im Unternehmen nichts im Wege. So, aber Easy, kannst du mir mal Messer geben, bitte? Ich habe leider keins dabei, tut mir leid. Vielleicht denkt der ein oder andere von euch, das ist mir aber echt ein bisschen zu früh, zu schnell und zu heftig. Aber Einzelhandel ist eben erst einmal Dienstleistung. Wir haben zwar von 6 bis 22 Uhr offen, aber keine Sorge, wir arbeiten in 2-Schichten-System. Und dann kann man im Sommer mal zum Schwimmen gehen oder am Montag mal ausschlafen. Auch nicht schlecht. So, 2 Stunden sind jetzt schon fast vorbei. Ist kein easy Job. Morgen. Danke. Immer unser Müll? Dann schönen Tag noch. Ciao. So, die Sachen, die hier stehen, gehen nachher mit zur Tafel. Die Tafel verwendet die dann für Leute, die es halt nötig brauchen und auch gerne haben möchten. So, Pause vorbei. Ich hole mir jetzt meine Kasse und dann geht's los. Und jetzt gibt es mal einen echten Blick hinter die Kulissen. Backstage bei Lidl. Herr Fröhlich? Ja, bitte. Ich bin mit der Pause fertig. Gut, dann kriegen Sie von mir einen Kassenschub, dass wir die anderen Frauen zur Pause ablösen können. Okay, na klar. Und damit kommen wir zu einem wichtigen kaufmännischen Prinzip. Ware gegen Geld. Und da ist Genauigkeit gefragt. So, Maschine ist eingestellt. Auf geht's. Alles klar, danke. Wir zählen nicht, sondern wir wiegen. Und das alles in einem 4-Augen-Prinzip. Auch die Scheine werden bei uns gewogen. Das ist genau dasselbe wie mit den Münzen. 4-Augen-Prinzip heißt 2 Personen, damit nicht einfach mal was wegkommt. Keine Sorge, ich suche mir nicht das frischeste Stück aus. Ich mache eine Mindesthaltbarkeitskontrolle. Ich gucke mir jetzt einzelne Artikel an, picke sie mir raus und sollte dieses Haltbarkeitsdatum das heutige Datum überschreiten, nehme ich es raus. Kaufmann im Einzelhandel. Klassischer kann ein Kaufmannsberuf kaum sein. Gerade hier beim Discounter lernt man jeden Tag den schnellen und effektiven Umsatz von Waren. Isabel macht jetzt den Job, den wir alle kennen. Kassieren. Und jetzt geht's los. Kommen Sie dann bitte mit zu mir mit ran? Und damit sind wir bei einer Disziplin, die man hier definitiv beherrschen muss. Freundlichkeit. Egal, auch wenn Kunden mal schwierig und anstrengend sind. Das Lächeln muss nicht festgenagelt sein, aber mit schlechter Laune gegenhalten geht nicht. Wenn Sie die Kompromissenwagen gehen. So, und der Kasten. Vielen Dank für Ihren Einkauf und bis zum nächsten Mal. Dankeschön, schönen Tag noch. Ebenso, danke. So, ich will jetzt mal ein bisschen Pappe zerkleinern. Das machen wir nämlich nicht von Hand, sondern wir haben da unsere wunderschöne Presse, in der das alles gepresst wird. Wenn es die Presse nicht gäbe, würden sicher 5 Leute den ganzen Tag Kartons zerreißen. Also, die Ware geht an die Kunden raus, Kartons werden zerkleinert, brauchbare Reste gehen an die Tafeln, der Restmüll wird abgeholt. Und jeden Tag kommen LKW und füllen alles wieder auf.
Nicht nur am Morgen kommen Lieferungen, sondern den ganzen Tag über. Wenn man sich alle Discounter im Land vorstellt, bekommt man eine Idee davon, was für eine gewaltige logistische Aufgabe dahinter steckt, unsere tägliche Versorgung am Laufen zu halten. So, jetzt haben wir die Trockenwareannahme und ich vergleiche jetzt, ob auch alles wirklich übereinstimmt. Die Leute, die bei eurem Discounter arbeiten, haben eine Menge Aufgaben zu erledigen. Matze bekommt jetzt eine ganz besondere. Kommen Sie mal rein. So, dann setzen Sie sich schon mal hin. So, Arbeitsplan hatten wir noch nie gemacht, ne? Nein. Dann gehen wir noch mal rein. So, und dann müssen wir nur sehen, welche Woche wir jetzt planen müssen. Und zwei noch wichtige Faktoren sind einmal, wir haben eine Samstagsdienstliste und dann haben wir Freizeitwünsche der Mitarbeiter, die wir versuchen zu berücksichtigen. Alles klar, bis nachher. Bis nachher. Mal sehen, wie lange er dafür braucht. Jetzt wird er seine Freude haben. Lisa, Ja, machst du bitte den Pfandautomat, der ist voll. mache ich, na klar. Matze kaut noch an seinem Dienstplan. Was auf den ersten Blick einfach erscheint, ist doch komplizierter, als man denkt. Meine Güte, der eine will am Freitag frei, der andere am Donnerstag, die nächste an einem Samstag. Passt einfach alles nicht. Isabel plagen ganz andere Sorgen. Ach, der schon wieder. Wieder ein Blick hinter die Kulissen, das Eigenleben der Pfandautomaten. Wir haben alle schon fluchend vor diesen Automaten gestanden, aber wenn man mal sieht, welche Mengen hier umgeschlagen werden, sieht man das vielleicht ein bisschen anders. Und das ist nicht der einzige Karton an diesem Tag. Ja, sieht doch klasse aus. Super. Dann können wir denen eine Freigabe geben, ne, bestätigen und dann wird der Plan jetzt ausgedruckt und dann ist er fertig. Alles klar. Ne? Na also. So, ich mache jetzt die Troso-Bestellung, auch genannt Trockenware. Alles, was verkauft wird, muss auch wieder neu bestellt werden. So, dann fangen wir mal mit dem ersten Artikel an. So, Gewürzmühle brauche ich nicht bestellen, ist ja noch genügend da. Der Aufbau der Waren ist in allen Lidl-Filialen gleich und das hat einen ganz bestimmten Grund. So, ich bestelle jetzt komplett nach dem Bestellschema, sprich eine Blockbestellung. Es fängt dann vom ersten Artikel an bis komplett zum letzten hinten. Guten Tag, junger Mann. Darf ich Sie mal was fragen? Klar, selbstverständlich. Ich habe hier gestern für mein Kind einen Anorak gekauft Okay. und der ist leider zu klein. Jetzt Okay. wollte ich mal fragen, ob ich den umtauschen kann. Selbstverständlich. Welche Nummer hätten Sie denn gern? Die 140, Die wenn es geht, in der 140 gleichen in der Farbe. gleichen Farbe. Selbstverständlich. Schauen wir mal, ne? Ja, haben wir so. Haben Sie da einen Bon dabei? Prima. Ja, natürlich. Genau. Gestern gekauft. Perfekt. Bon behalten Sie am besten. Falls Sie noch mal Probleme haben sollten, können Sie gerne mal wiederkommen. Können wir dann umtauschen, ja? Alles klar. Vielen Dankeschön. Dank, Tschüss. Tschüss. Es wird eine Menge gefordert. Flexibilität und Einsatz. Aber ihr bekommt auch einiges dafür. Unser Job heißt es zu verkaufen. Das heißt aber auch, dass wir die Ware schön präsentieren. Discounter wie dieser sind gute Arbeitgeber. Schaut's euch an. Und? Hast du noch was vor? Ich gehe noch zum Sport heute. Tschüss!